Willkommen, liebe Freunde der Geschichte und Bewunderer architektonischer Wunderwerke. Es ist uns eine Freude, dass Sie heute wieder zu uns gefunden haben, um gemeinsam die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an diesem Video auf unserem Kanal. Legendäre Burgen und Dome. Heute entführen wir Sie an einen Ort, der wie kein anderer die Seele Deutschlands verkörpert. Hoch oben über den dichten, nebelverhangenen Wäldern Thüringens thront sie, die Wartburg. Ein Ort, an dem Legenden geboren wurden, die Sprache neu erschaffen wurde und das Echo der Geschichte in jedem Stein widerhallt. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch Zeit und Mythos. Wir schreiben das Jahr 1066. Inmitten der wilden Erhabenheit des Thüringer Waldes, auf einem schroffen Felsvorsprung 410 Meter über dem Meeresspiegel, geschah etwas Magisches. Die Legende besagt, dass Graf Ludwig der Springer, ein Edelmann von kühnem Geist, diesen Berg erblickte und ausrief: »Warte, Berg, du sollst mir eine Burg tragen.« Ein Wortspiel aus Warten und Warte. Der Wächter über das Land. So wurde der Grundstein für die Burg Wartburg gelegt, strategisch perfekt über der Stadt Eisenach gelegen. Die Ursache ihrer Gründung war weit mehr als nur Machtstreben. Es war die Vision eines Bollwerks, das die Via Regia, die wichtigste Handelsstraße jener Zeit, bewachen sollte. Wenn der Nebel morgens aus dem Mariental aufsteigt und die Umrisse der Festung verschleiert, spürt man noch heute die mystische Energie, die Ludwig dazu bewogen haben muss, genau hier, an diesem exponierten Punkt, sein Vermächtnis in den Fels zu meißeln. Die Wartburg Thüringen ist seither ein stummer Zeuge des Wandels der Epochen. Die Dynastie der Ludowinger, die Nachfahren des Gründers, erhob die Wartburg zu einer der glanzvollsten Residenzen des Heiligen Römischen Reiches. Unter Landgraf Hermann I., einem wahren Mäzen der Künste, verwandelte sich die Burg zwischen 1172 und 1211 in ein Zentrum europäischer Kultur. Es war eine Ära der Ritterlichkeit und der Minnesänger. Hier wandelten Poeten wie Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach durch die Hallen, deren Verse noch heute in den Mauern zu flüstern scheinen. Doch die Geschichte der Wartburg ist auch untrennbar mit zwei Frauen und einem Rebellen verbunden. Die heilige Elisabeth von Thüringen, eine ungarische Königstochter, lebte hier ab 1211. Ihre grenzenlose Nächstenliebe machte diesen Ort zu einer Stätte der Heiligkeit. Später, in den dunklen Wirren der Reformation, bot die Burg Schutz für einen Mann, der die Welt verändern sollte: Martin Luther auf der Wartburg. Unter dem Schutz von Friedrich dem Weisen fand er hier sein Exil. Das Erbe dieser großen Geister wird heute von der Wartburg-Stiftung bewahrt, die dafür sorgt, dass die Fackel der Geschichte niemals erlischt. Die Architektur der Wartburg ist ein Triumph menschlichen Schöpfergeistes. Das Herzstück ist der Palas, das Hauptgebäude, das zwischen 1157 und 1170 erbaut wurde. Er gilt als der am besten erhaltene profane romanische Bau nördlich der Alpen, ein architektonisches Juwel von unschätzbarem Wert. Die Fassade mit ihren filigranen Rundbogenfenstern und Kapitellen zeugt von einer Handwerkskunst, die heute fast vergessen scheint. Wer eine Wartburg-Besichtigung unternimmt, betritt eine Welt der Superlative. Die Burg ist in eine Vorburg und eine Hauptburg unterteilt, verbunden durch eine Zugbrücke, die noch immer den Geist des Mittelalters atmet. Die Gebäude der Vorburg, wie die Vogtei und das Ritterhaus, beeindrucken durch ihr prachtvolles Fachwerk aus dem 15. Jahrhundert. Der imposante Bergfried, der die Silhouette dominiert, wurde im 19. Jahrhundert auf mittelalterlichen Fundamenten vollendet und trägt ein 3 Meter hohes goldenes Kreuz, das weit über das Land leuchtet.
Jede Mauer, jeder Winkel dieser Burgen Deutschlands wurde mit einer Präzision errichtet, die uns auch heute noch ehrfürchtig staunen lässt. Kein Ort der Welt ist so eng mit der Mystik der Musik verknüpft wie die Wartburg. Die berühmteste Erzählung ist der Sängerkrieg auf der Wartburg aus dem Jahr 1206. 6 Minnesänger traten in einem Wettstreit auf Leben und Tod gegeneinander an. Es heißt, der Verlierer sollte dem Scharfrichter übergeben werden. Inmitten dieses dramatischen Konflikts tauchte die Gestalt des Magiers Klingsor auf, der mit dunklen Kräften versuchte, den Ausgang zu beeinflussen. Diese Legende war so gewaltig, dass sie Jahrhunderte später Richard Wagner zu seiner Oper Tannhäuser inspirierte. Wenn man heute im Sängersaal steht und die prachtvollen Fresken von Moritz von Schwind betrachtet, meint man fast, die Harfenklänge und den leidenschaftlichen Gesang der Ritter zu hören. Es ist, als ob die Zeit an diesem Punkt stillsteht und die Grenze zwischen Realität und Mythos verschwimmt. Diese Aura des Geheimnisvollen ist es, die eine Wartburg-Führung zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Seele macht. Die historische Bedeutung dieses Ortes ist schier grenzenlos. Hier, in der Schlichtheit der Lutherstube, vollbrachte Martin Luther als Junker, Jörg getarnt, sein größtes Werk. Die Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche in nur 10 Wochen. Er schuf damit nicht nur ein religiöses Fundament, sondern legte den Grundstein für die moderne deutsche Sprache. Wer das Lutherhaus Eisenach und die Stube auf der Burg besucht, spürt den Geist der Veränderung, der von diesen kargen Wänden ausging. Doch die Wartburg war auch ein Schauplatz des Strebens nach Freiheit. 1817 versammelten sich hier Studenten zum ersten Wartburgfest, um für ein einheitliches Deutschland zu demonstrieren. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Verbindung von Architektur, Kultur und politischer Geschichte wurde sie 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe Deutschland erklärt. Sie ist ein Symbol der nationalen Identität und ein Mahnmal für den Geist der Aufklärung und der Standhaftigkeit. Heute ist die Wartburg das meistbesuchte Touristenziel in Thüringen und ein Magnet für Menschen aus aller Welt. Von den zahlreichen Wartburg-Aussichtspunkten bietet sich ein atemberaubendes Wartburg-Panorama über den Thüringer Wald und die Stadt Eisenach. Besonders bei Sonnenaufgang, wenn die ersten Strahlen die roten Dächer der Burg küssen, finden Fotografen hier die spektakulärsten Wartburg-Fotospots. Ob bei einer meditativen Wanderung zur Wartburg oder einer exklusiven Wartburg-Innenbesichtigung. Die Anlage fasziniert durch ihre lebendige Geschichte. Trotz der Zerstörungen vergangener Jahrhunderte und der Wirren der Nachkriegszeit, in der wertvolle Schätze der Rüstkammer verschwanden, erstrahlt die Burg heute in neuem Glanz. Sie ist nicht nur ein Museum, sondern ein Ort der Begegnung, an dem Konzerte und kulturelle Veranstaltungen das Erbe der Minnesänger in die Moderne tragen. Die Erhabenheit und der Friede, den dieser Ort ausstrahlt, sind ein Geschenk an jeden Besucher. Wir hoffen, dieser Ausflug in die Welt der Legenden und der Geschichte hat Ihnen gefallen. Die Burg Wartburg ist weit mehr als nur Stein und Mörtel. Sie ist ein lebendiges Denkmal des menschlichen Geistes. Wenn Sie nun selbst den Wunsch verspüren, diesen magischen Ort zu erkunden, mehr Informationen über dieses Objekt, die genaue Adresse, die Wartburg-Öffnungszeiten sowie die aktuellen Wartburg-Eintrittspreise und Hinweise zum Wartburg-Parken finden Sie über den Link zur offiziellen Quelle, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise waren. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Legenden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Legendäre Burgen und Domi.